Ein Mädchen namens Lisa lebte in einer kleinen Wohnung am Rande einer großen Stadt mit ihren Eltern. Sie war ein freundliches und aufgewecktes Kind, das die Natur und Tiere über alles liebte. Eines Tages fand sie eine kleine schwarze Katze in ihrem Garten, die anscheinend herrenlos und verloren war. Lisa beschloss, die Katze aufzunehmen und nannte sie Luna. Zu Beginn schien alles normal zu sein. Luna und Lisa freundeten sich schnell an, und die Katze schlief am Fußende von Lisas Bett. Doch nach einigen Wochen begann Luna, sich seltsam zu verhalten. Sie starrte stundenlang in die Luft und blieb regungslos stehen, als ob sie etwas sah. Manchmal schien es, als würde sie etwas hören, das kein anderer außer ihr wahrnehmen konnte. Lisa beobachtete Lunas Verhalten und beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie begann, Nachforschungen über ihre Katze und ihre merkwürdigen Angewohnheiten anzustellen. Nach einigen Tagen fand sie in der Stadtbibliothek ein altes Buch über Sagen und Legenden der Stadt. In diesem Buch las sie die Geschichte von einer Hexe, die vor Jahrhunderten in der Stadt gelebt hatte und deren Geist angeblich noch immer herumspukte. Eines Nachts wachte Lisa auf, sie sah Luna aus dem Zimmer gehen. Lisa stand auf und folgte Luna, die draußen im Flur wieder einmal in die Luft starrte. Sie bemerkte, dass Luna immer in die Richtung einer bestimmten Ecke der Wohnung starrte. Getrieben von Neugier und Entschlossenheit, untersuchte Lisa die Ecke genauer. Hinter einem alten Schrank entdeckte sie eine verborgene Tür, die zu einem kleinen, geheimen Raum führte. Als sie den Raum betraten, bemerkte Lisa, dass der Raum seltsam unberührt wirkte, als hätte die Zeit dort stillgestanden. Plötzlich spürte sie eine eisige Kälte und sah einen Schatten an der Wand. Luna schien keine Angst zu haben und trat näher an den Schatten heran. Der Schatten begann, eine menschenähnliche Gestalt anzunehmen, und Lisa erkannte, dass es sich um den Geist einer Hexe handeln musste. Der Geist sprach zu Lisa und erzählte ihr, dass er seit Jahrhunderten in der Wohnung gefangen war. Die Hexe war einst von den Stadtbewohnern verbannt worden, aber ihr Geist konnte keine Ruhe finden. Luna, die stumme Katze, war die einzige, die den Geist wahrnehmen und mit ihm kommunizieren konnte. Zusammen beschlossen Lisa und Luna, der Hexe zu helfen, ihren Frieden zu finden. Nach vielen Abenteuern und zahlreichen Begegnungen mit übernatürlichen Wesen gelang es Lisa und Luna schließlich, den Fluch, der auf der Hexe lastete, zu brechen. Der Geist der Hexe verschwand und fand endlich seine ewige Ruhe. Von diesem Tag an verhielt sich Luna wie eine normale Katze und starrte nicht mehr in die Luft. Einige Monate nach dem Vorfall mit dem Geist der Hexe, wurde Lisas Leben von einer Reihe merkwürdiger Ereignisse erschüttert. Die Bewohner ihrer Stadt berichteten von seltsamen Erscheinungen und unerklärlichen Vorfällen. Menschen behaupteten, sie hätten schattenhafte Gestalten gesehen, die in der Nacht durch die Straßen huschten, und einige sprachen sogar von unheimlichen Kreaturen, die in den Wäldern am Rande der Stadt ihr Unwesen trieben. Lisa spürte, dass ihre neu entdeckte Verbindung zur Welt der Magie sie dazu rief, diesen mysteriösen Begebenheiten auf den Grund zu gehen. Zusammen mit Luna machte sie sich auf den Weg, um die Ursache dieser Phänomene zu erforschen. Bei ihrer Suche stießen sie auf eine Gruppe von übernatürlichen Wesen, die sich aus Schattenwesen, Geistern und anderen Kreaturen zusammensetzte. Diese Wesen waren von einer fernen Dimension in ihre Welt gelangt und fühlten sich verloren und verängstigt. Obwohl Lisa anfangs zögerte, fühlte sie, dass sie diesen Wesen helfen musste, ihren Weg zurück in ihre eigene Welt zu finden. Unterstützt von ihrer treuen Katze Luna, begann Lisa, die Geheimnisse der Magie weiter zu erkunden, um einen Weg zu finden, die übernatürlichen Kreaturen zu ihrem Ursprung zurückzubringen. Ihre Reise führte sie zu alten Schriften und magischen Artefakten, die ihr halfen, ein mächtiges Ritual zur Öffnung eines Portals in andere Dimensionen zu erlernen. Nach wochenlanger Vorbereitung war Lisa bereit, das Ritual durchzuführen. In einer klaren, mondlosen Nacht begaben sie und Luna sich zu einer Lichtung im Wald, die als magischer Knotenpunkt bekannt war.
Hier führten sie das Ritual aus, um das Portal zu öffnen. Als das Tor sich öffnete, strömten die übernatürlichen Wesen, die sie kennengelernt hatten, dankbar in das Portal, das sie in ihre Heimat zurückbringen würde. Doch bevor das letzte der Wesen verschwand, gab es Lisa einen Talisman, ein Zeichen der Dankbarkeit und des Schutzes. Mit diesem Talisman wurde Lisas Verbindung zur Welt der Magie noch stärker, und sie entwickelte eine besondere Gabe, um mit übernatürlichen Wesen zu kommunizieren und ihnen zu helfen. Dieses Abenteuer mit den übernatürlichen Wesen war ein bedeutender Abschnitt in Lisas und Lunas Geschichte und festigte ihre Verbundenheit mit der Welt der Magie. Von nun an waren sie nicht mehr nur ein Mädchen und ihre stumme Katze, sondern ein unerschütterliches Team, das gemeinsam viele weitere mystische und wundersame Abenteuer erleben würde. Die Freundschaft zwischen Lisa und Luna wurde stärker als je zuvor, und sie verbrachten jede freie Minute miteinander. Die Erlebnisse mit dem Geist der Hexe hatten die beiden unzertrennlich gemacht, und sie waren füreinander zu einer unersetzlichen Stütze geworden. In den Jahren, die folgten, wuchsen Lisa und Luna gemeinsam heran, und ihre Wohnung war erfüllt von Liebe und Glück. Lisa las viele Bücher und studierte die Geschichte der Hexen und Zauberer, die einst in ihrer Stadt lebten. Sie verstand langsam, dass die Begegnung mit dem Geist der Hexe ein Schlüsselmoment in ihrem Leben gewesen war. Eines Tages, als Lisa durch ihre Bücher stöberte, entdeckte sie ein altes Manuskript, das von den Kräften der Natur und den Geheimnissen der Magie handelte. Sie beschloss, diese Kräfte zu erlernen und ihre neu entdeckte Leidenschaft für das Übernatürliche zu vertiefen. Luna stand ihr während ihrer Studien stets zur Seite und unterstützte sie auf ihrer Reise in die Welt der Magie. Mit der Zeit entwickelte Lisa ihre eigenen magischen Fähigkeiten und wurde zu einer talentierten Hexe. Sie nutzte ihre Kräfte, um den Menschen in ihrer Stadt zu helfen, und setzte sich für Gerechtigkeit und Wohlwollen ein. Luna blieb an ihrer Seite und war für Lisa eine treue Freundin und Verbündete. Die unheimliche Geschichte von Lisa und Luna, dem Mädchen und ihrer stummen Katze, die ein Geheimnis lösten und eine vergessene Welt der Magie entdeckten, wurde zu einer Legende in der Stadt. In den Herzen der Menschen lebte die Erinnerung an die beiden weiter, und ihre Geschichte diente als Beispiel für den Mut und die Entschlossenheit, die in jedem von uns schlummern.